Wo sagst du, welche Voraussetzungen braucht man, um generell Unternehmer werden zu können? Klar, dieses Willen-Mindset, aber ich kann es inzwischen nicht mehr hören. Also ich traue mich auch gar nicht mehr, das fast zu sagen, weil Das ist das schon oft ist ausgelutscht, ne? ja, es ist wirklich ausgelutscht. Wenn Leute sagen, oh, ich habe heute Persönlichkeitsentwicklung gemacht, kriege ich einen Brechreiz. Ich kriege wirklich Brechreiz. Wie ist so die Akzeptanz und das Ansehen als Unternehmer an sich? Tatsächlich ist es so, ich habe für mich inzwischen gelernt, nur dann zu sprechen, wenn ich aktiv gefragt werde. Ansonsten stelle ich die Fragen. Nehmen wir das Beispiel, was du gerade gesagt hast. Wofür möchtest du im Leben stehen? Also ich habe mir mal als Ziel gesetzt, ich will immer eine Spur hinterlassen haben. Was es genau sein wird, ich weiß es nicht. Also Leute, seid gegrüßt hier zu einer neuen Folge. Nicht wundern, neue Mikros, die alten sind ausgefallen, spontan. Aber der liebe Jan konnte aushelfen. Und ja, sei erstmal herzlich gegrüßt. Danke, dass du überhaupt Zeit genommen hast, hier hinzukommen. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, du kommst ja aus München Genau, und bist aber jetzt hier geschäftlich unterwegs richtig. und hat sich Zeit eingeplant. Finde ich sehr gut. Stell dich gerne trotzdem nochmal so in 2, 3 Sätzen vor, wer du bist und was du so machst. Sehr, sehr gerne. Also Jan Randy mein Name. Ich bin hauptsächlich, ich habe 2 Unternehmen, aber hauptsächlich liegt der Fokus auf unserer Unternehmensberatung. Wir lösen Fachkräftemangel bei mittelständischen Unternehmen auf 4 unterschiedliche Art und Weisen. Und das ist das, was mich so den ganzen Tag beschäftigt. Also sprich wirklich, wie kriegt man dieses Recruiting-Thema, das Employer-Branding-Thema und auch generell einfach dieses Thema von ich finde keine Leute, wie kriegt man das als Unternehmen in den Griff? Wie hält man seine Leute, damit man halt weniger neue Leute suchen muss? Wie kann man seine Prozesse und Systeme, KI ist zum Beispiel gerade in aller Munde, was ja auch Jobs ersetzen wird, was ich an sich gut finde, weil wir haben ja zu viel Arbeit und zu wenig Leute. Und das sind so die Themen, die mich beruflich beschäftigen. Habe auch einen Podcast, mache genauso viel auch Content wie du, so, weil mir das einfach erstens Spaß macht. Zweitens hat mein Ego dann ein bisschen Platz da, so einen kleinen Spielplatz. Und ansonsten habe ich seit 6 Wochen einen Hund, der mich sehr, sehr begeistert. Und das sind so, mal ganz kurz zusammengefasst, was mich eigentlich so umtreibt. Ja, stimmt. Da habe ich mal so eine Story noch bei dir auf Insta gesehen, wo du dann irgendwie 5 Tage nicht zu Hause warst, dann kamst du daheim und dann hast du mir gesagt, schaut mal, wie sich der Hund freut, wenn man so lange weg ist. Ne? Woche. Ja, mega. Ja, jetzt wäre erstmal so zum Einstieg auch cool, wann hast du eigentlich dein Unternehmen gegründet und worin bestand aber letztendlich auch die Motivation, dieses Unternehmen zu gründen? Also es ist eigentlich ganz cool, dass wir uns gerade in Duisburg treffen, weil in Duisburg hatte ich einen meiner Schlüsselmomente, wo ich halt gemerkt habe, okay, das wird wahrscheinlich nicht so in dieser Richtung weitergehen. Weil hier in Duisburg gibt es ein Krankenhaus. Und ich habe meine Ausbildung 2000, jetzt muss ich weiß gar nicht mehr, wann es war, jedenfalls vor ein paar Jahren, kurz bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich meine Ausbildung hier in Düsseldorf gemacht. Als Krankenpfleger dann? Nee, oder als Kaufmann für Marketingkommunikation. Ich habe in Ratingen gewohnt. Und das nächste Krankenhaus war in Duisburg. Und ich habe in Duisburg damals mal die Diagnose bekommen oder die Vermutung, es könnte eine Hirnblutung sein. So, und dann haben sie mit mir 2 Lumbalpunktionen gemacht und für die Leute, die das nicht kennen, da werden so 2 15 cm Nadeln in die Wirbelsäule gestochen, um zu schauen, ob da, glaube ich, Blut drin ist in dem Wirbelsäulenwasser oder wie auch immer das heißt. Ja, genau. Und Flüssigkeit, glaube ich, ja. Genau, und das war für mich die Hölle, weil es tut auch höllisch weh. Und natürlich ist auch so eine Diagnose, ich war damals 19 oder so, war das auch immer, was? Du bist dann jetzt 26, 25? Älter. Älter! Älter! Und da ist es jetzt inzwischen so gewesen, dass ich da einfach gemerkt habe, okay, es hat sich hinten raus dann rausgestellt, dass es Stress war. Aber ich hatte immer wieder so ein paar kleine gesundheitliche Probleme. Ich war ständig krank, so Erkältung und war nie irgendwie zu 100%ig fit.
Und da habe ich dann gemerkt, irgendwie, das ist nicht das, was ich will. So die Gegend ist nicht das, was ich wollte. Also ich bin eigentlich kein Stadtmensch, habe halt in Düsseldorf und an Ratingen mich viel aufgehalten. Ich habe eine Ausbildung gemacht, die mir nicht zu 100%ig das war, was ich mir eigentlich wirklich vorgestellt habe. Damals hatte ich auch noch eine Freundin, die in der Heimat gewohnt hat. Ich komme ja eher so aus dem Münchner Raum. Und habe dann meine Ausbildung ein halbes Jahr vor Ende abgebrochen und habe mich dann direkt selbstständig gemacht als Fotograf. Das waren meine Anfänge als Stimmt, hatte ich noch irgendwo gelesen. Genau, ja, Fotograf, genau. ja. Und ich habe ja während meiner Ausbildungszeit schon fotografiert. Also ich weiß nicht, ob du schon mal in der Düsseldorfer Altstadt unterwegs warst. Ja, klar. Das sind ja die Clubs nebeneinander und aber eher nachts unterwegs, ja. Genau. Und die Clubs, die nebeneinander und gegenüber, die habe ich alle fotografiert. Also ich habe an einem Wochenende 14 Clubs fotografiert. So, ich habe die Leute beim Feiern fotografiert. Ich wusste, ich kriege für jeden Club irgendwas zwischen 20 und 25 Euro. Und bin dann ich bin um 11 Uhr los, habe dann angefangen, die Leute zu fotografieren und bin um 3 Uhr nachts wieder nach Hause und habe dann sofort die Bilder bearbeitet, hochgeladen und dann hatte ich halt am nächsten Tag wieder frei bis zum Abend und dann ging es wieder los. Habe ich ein Jahr lang gemacht, jedes Wochenende. Crazy. Und habe aber dadurch halt 3-mal mehr verdient wie in der Ausbildung. Ach, ja gut. Also ich habe halt dann solche Aktionen, jedes Wochenende. ich habe halt dann solche dummen Aktionen gebracht, wie ich bin in der Mittagspause von meiner Ausbildung in den Apple Store gegangen, habe mir ein MacBook gekauft. So. Einfach so spontan in der Ausbildung, geil. Da warst du, glaube ich, aber echt dann am Start von den anderen Ausbildungskameraden, wa? Im Vergleich. Also, wenn man das jetzt mal so, und wir reden ja heute auch so ein bisschen über Marketing, beziehungsweise wenn man so dein Thema spielt, das ja auch Marketing mit rein. Ich habe das jetzt gesagt, 3-mal mehr so viel, aber let's be real, ich habe 450 Euro netto verdient in der Ausbildung. Ja. Also 3-mal so viel, 1500. Ist jetzt nicht die Welt. Ja, aber da war man damals der King, ja. Genau. Also bei mir ging halt alles dann wieder in Equipment rein und diese ganzen Geschichten. Also um deine Frage zu beantworten, wie lange bin ich selbstständig? Ich glaube, ich bin jetzt im 8. Jahr oder so, 7. Jahr. Ich muss nochmal nachschauen. Okay, dann könnt ihr jetzt rechnen, wie alt das ist. Ich habe nur gesagt, wann ich die Hirnblutung hatte. Ich habe nicht gesagt, ja, aber ungefähr einschätzen. Nein, ist nicht so wichtig. Okay, ihr kennt ja schon so mehr oder minder meine typische zweite Frage ist immer so Thema Voraussetzungen. Wo sagst du, welche Voraussetzungen braucht man, um generell Unternehmer werden zu können, um selbstständig werden zu können, vor allem langfristig natürlich? Das sind zwei komplett unterschiedliche Herausforderungen. Also das eine ist halt selbstständig, das andere ist Unternehmer. Und also... Dann hast du ja Verantwortung nochmal für Mitarbeiter und so, ne? Genau. Als Unternehmer wirklich, genau. Deswegen. Und selbst dann, also da scheiden sich wieder die Geister. So, was ist ein Unternehmer? Ist es der am Unternehmen arbeitet? Ich habe letztens einen sehr, sehr coolen Spruch gehört. Gesagt, naja, wenn du die ganze Zeit am Unternehmen arbeitest, hast du ja gar keine Ahnung mehr, was im Unternehmen passiert. Dann kannst du auch nicht mehr an Unternehmen arbeiten. Ja. So, du bastelst ja auch nicht 15 Jahre lang an einem Haus rum und fragst dich nicht irgendwann mal, was ist eigentlich in dem Haus los? Ja. Und deswegen, also ich habe gewusst, und das ist mir auch in meiner Ausbildung wieder immer in den Rücken gefallen, weil ich halt so großkotzig rumgeposaunt habe und gesagt habe, ich sehe mich nicht im Angestelltenverhältnis. So, sagt ein Auszubildender im Anstellungsverhältnis. So, macht nicht viel Sinn und kriegst du irgendwann wieder volle Breitseite zurück. Und ich habe dann einfach für mich festgestellt, also der Gedanke, der mir immer schwer gefallen ist, ich möchte nicht, dass jemand anders entscheidet, wann ich den nächsten Schritt gehen darf. Und ich möchte auch sofort, wenn ich einen Fehler mache, die 100%ige Konsequenz spüren und nicht das Abgefederte durch irgendeinen Vorgesetzten. Ja. Weil ich kann nichts für die Baustellen oder die Themen, die derjenige in seinem Kopf hat. Und oftmals ist es so, das ist bei vielen Menschen so, oder bei allen Menschen so, aber es hängt immer davon ab, wie viel Einfluss sie auf gewisse Sachen haben, dass zu viel Ego im Weg steht. Also mir schreiben teilweise Leute Nachrichten heutzutage, dass sie sagen, hey, sie haben gewisse Dinge bei ihrem Arbeitgeber angebracht, das war eine super Idee, um Problem XY zu lösen. Diese Idee wurde aber nicht angenommen, weil sie aus dem falschen Mund kam, aus jemandem, der in einer niedrigeren Position war und der Vorgesetzte hat gesagt, naja, wenn ich das jetzt weitergebe, schadet das deiner Karriere, schadet das meiner Karriere, weil es nicht von der Hierarchie her gepasst hat. Ja. Und das ist etwas, was mich halt stört. Und wenn zu viel Ego im Spiel ist, auf etwas, was nur mich betrifft, habe ich ein Problem damit. Und deswegen habe ich gesagt, ich will mich selbstständig machen. Und wenn ich jetzt zurückblicke, was muss man mitbringen? Klar, dieses Willen-Mindset, aber ich kann es inzwischen nicht mehr hören. Also ich traue mich auch gar nicht mehr, das fast zu sagen, weil das ist oft ausgelutscht, ne? Ja, es ist wirklich ausgelutscht. Wenn Leute sagen, ich habe heute Persönlichkeitsentwicklung gemacht, kriege ich einen Brechreiz. Ich kriege wirklich Brechreiz. Weil natürlich ist es wichtig, an deiner Persönlichkeit zu arbeiten, aber nenn's bitte nicht so. Ja.
So, das ist, klar, das ist meine persönliche Meinung, aber das ist einfach so ein komischer Beigeschmack. Das ist genauso auch wie Leute, wenn sie vegan sind, sagen sie, sei vegan, aber sag's nicht jedem. Ja, das ist genauso. Ja, ich hab übrigens ein iPhone, hast du gesehen, ne? Ja. Ich hab das neueste iPhone. Ja. Das größte iPhone. So, das ist richtig geil. Richtig geil. Hast du ein iPhone? Nein, hast du nicht. Nee. Ja, läuft nicht bei dir, oder? Ja, genau. Das ist so unangenehm. Und für das Thema Unternehmer, und da meine ich dann, da scheiden sich die Geister, weil ich glaube nicht, dass jeder Selbstständige dafür gemacht ist, Unternehmer zu sein. Weil einerseits dieses Thema von Dinge abgeben, das ist für mich auch immer noch ein Prozess, so welche Dinge gebe ich jetzt wirklich aktiv ab und welche behalte ich bei mir und was bündelt dann halt auch meine Ressourcen mehr, auch wenn ich es nicht einsehen will manchmal. Ja. Und natürlich auch, wenn du Unternehmer bist, heißt das, du kannst dich nicht mehr nur um deine eigenen Sorgen sorgen, sondern du musst dann auch noch an andere denken. Und da ist dann die Frage, wie gehst du mit so einer Form von Druck um? Ja, oder wie gehst du mit so einer Form von Verantwortung um? Und das muss man lernen. Also de facto ist es ja so, Führung hat ja keiner wirklich gelernt. Es gibt nicht Schulfachführung oder Studiengangführung. Ja, So, du kannst in Monaco Luxus studieren, aber Führung kannst du hier nicht lernen. Ja, generell. So. Hast du ja nirgendwo eine Schule, Thema Selbstständigkeit oder da lernst du ja nicht mal die Basics, wie würdest du eine Gewerbeanmeldung ausfüllen oder so, weißt du. Also selbst solche Basics hast du ja nicht drin. Also alleine... Du musst alles selber lernen. Ich erzähle eine Geschichte. Mein allererster Kunde war Tobias Beck, Stichwort Persönlichkeitsentwicklung. Oh, ja. So, ich habe alle seine Seminare fotografiert. Ich bin damals über seine damalige Tourmanagerin da reingekommen und fand ich mega cool. Und er hatte 2 Head-Coaches und einer davon denen hieß Christian Gärtner. Christian, falls du das jemals sehen solltest, liebe Grüße. Dir habe ich eine ganz wichtige Sache zu verdanken und die ist eigentlich schon so banal. Der hat mir erklärt, wie Umsatzsteuerausweisen funktioniert. Weil ich hatte damals ein Kleingewerbe. Ich habe keine Umsatzsteuer verlangt. Und dann hat er gesagt, ja, du weißt schon, dass wenn du dir zum Beispiel eine neue Kamera oder einen neuen Laptop kaufst, dann kriegst du die 19% Mehrwertsteuer zurück. Ich so, wie? Ich kaufe nur so einen Scheiß. Ja. Ich kriege so viel. Also ja, aber rückwirkend geht das halt nicht mehr. Ich so, ich mache sofort Umsatzsteuer. Aber solche Sachen, entweder du lässt es auf die harte Tour oder du liest dich da halt vorher hart rein. Aber ich bin halt auch Typ Mensch, wenn ich mir ein neues Gerät kaufe und die Betriebsanleitung auspacke, dann habe ich wenigstens etwas, damit ich mein Tisch nicht mehr wackelt, weil ich die Betriebsanleitung reinstecke. Aber ich lese sie nicht. Aber das ist ja eigentlich so in den meisten Fällen so, ne? Man lernt letztendlich mit der Praxis so, wie du jetzt gesagt hast. Du kannst jetzt noch so hardcore theoretisch irgendwas lernen, wie geht jetzt Unternehmertum, aber... Daran ist ja an sich auch nichts verkehrt, aber das ist ja auch, wenn wir zum Beispiel über das Thema Bücher lesen. Ich war heute bei Martin Limbeck zu Besuch zu Hause. Und er hat mich durch nicht durch seinen Haupteingang, weil er hat 4 Königspudel und die wollen ihr Revier schützen. Der hat mich durch seinen Office-Eingang reingelassen in seinem Anwesen. Und ich bin dann reingekommen und habe dann nur einen riesen Teamraum, das war so ein 12 Meter langer Tisch. Und um den Tisch herum war die Wand war einfach nur aus Regal. Von unten bis oben. Ich habe noch nie so viele Bücher gesehen. Also in einem privaten Besitz. Ja. Und zwar wirklich Businessbücher über Kommunikation, über Verkauf, über Psychologie. So, ich dachte schon, ich habe viele Bücher. Ich habe gar nichts. So, im Vergleich dazu. Und was ich halt festgestellt habe, ist, Bücher zu lesen ist süß. Das ist einfach nur süß. Bücher durchzuarbeiten ist halt was anderes. Also wenn du dich hinsetzt und du musst ja auch nicht das Buch von vorne bis hinten durchgelesen haben, aber es so durchzuarbeiten, dass du sagst, hey, das finde ich spannend, das habe ich so und so verstanden und das ist mein Action-Step daraus. Und das mache ich jetzt sofort anders oder genauso oder neu oder was auch immer. Ja, da gebe ich aber vollkommen recht. Das machen ja auch die meisten, wenn man mal ehrlich ist, die lesen ein Buch durch, dann bleiben vielleicht 2 Sätze hängen. Aber das ist ja was anderes, als wenn man wirklich aktiv da durcharbeitet und dann wirklich auch Lernprozesse für den Alltag mit rausnimmt. Genau. Zum Thema deines Unternehmens, was würdest du sagen, macht euch einzigartig und generell, worin besteht jetzt eure Dienstleistung konkret? Was bietet ihr an? Was macht ihr? Also wenn man jetzt mal so über Recruiting spricht, dann fällt einem sofort auf, oh, da gibt es inzwischen ganz, ganz viele, die irgendwie Recruiting machen. Ich habe auch das Gefühl, dass alle Vertriebler, die von irgendwelchen Großmarken da draußen aussteigen, tun sich dann zu zweit oder zu dritt zusammen und gründen eine Social Recruiting Agentur. Haben keinen Peil von Personalwirtschaft, haben keinen Peil von Recruiting an sich, können nur halbwegs gute Kampagnen auf Facebook und Instagram schalten. Ja. So, alles schön und gut. Damit kannst du auch sicherlich 1, 2 Probleme lösen.
Aber du machst dich halt dadurch austauschbar. Und deswegen habe ich immer gesagt, erstens, ich hatte früher eine Agentur, wir haben das als Agenturservice gemacht, aber da haben wir mehr alles Mögliche gemacht und da war Recruiting ein Teil davon. Was wir machen ist, erstens, wir sagen immer, wir sind eine Unternehmensberatung. Das heißt, wir machen kein klassisches Agenturgeschäft. Du kannst nicht zu uns kommen und sagen, ja, ich will jetzt hier, dass du für 12 Monate hier mein Recruiting machst. Weil ich sage, es ist viel, viel effektiver und auch für den Markt besser, wenn die Verantwortlichen in den Firmen diese Sachen beherrschen und dann daran arbeiten, insgesamt ein attraktiverer Arbeitgeber zu werden. So, das ist wie wenn jetzt ich ins Fitnessstudio gehe und ich die ganze Zeit nur an der Bar stehe und mir Milchshakes und Proteinshakes und Proteinriegel reinziehe, aber nie trainiere. So. Und am besten stelle ich mich noch so neben die Pumper hin und lese so ein Buch, wie du Muskeln aufbaust, aber ich trainiere nie. Die dann mal am Ende sagen, ich habe 3 Stunden trainiert. Genau. Aber so effektiv 3 Minuten trainiert. Und das sind alles so Sachen, wo ich dann halt merke, okay, erstens, die Unternehmen können sie langsam nicht mehr sehen und hören. Weil wenn wir zum Beispiel mal anrufen, dann sind wir der 10. an dem Tag, der anruft. Und ich komme nicht mal dazu zu sagen dann teilweise, was wir eigentlich anders machen, weil die schon genervt sind. Verstehe ich auch. Ja. Habe ich vollstes Verständnis. Das heißt, worin setzen wir uns ab? Wir machen erstens kein klassisches hier, wir machen deine Kampagnen und sonstiges. Das machen wir in Ausnahmefällen, aber der Unterschied ist, dass die Unternehmen danach diesen Prozess von uns übergeben bekommen, der hält den 5 Jahre. Die haben ein Recruiting-System, was wie auf Knopfdruck funktioniert. Die Leute werden vorqualifiziert, die Daten gehören den Unternehmen. Das gibt es alles nicht. Du musst dir vorstellen, bei dir kommen jeden Tag 100 Leute auf deine Website, aber ich kassiere deren Personalausweis, ich kassiere deren Geldbeutel und die kaufen bei dir nie ein. Weil die ganzen Daten gehören mir und dann bespiele ich dir, ihr habt bestimmt alle schon mal eine Werbung, ein Produkt auf Amazon angeschaut und danach die Werbung gesehen. Das Gleiche kann jedes Unternehmen da draußen für sich nutzen. Aber erstens, sie wissen es nicht. Zweitens, sie wissen auch nicht, wie es dann geht. Ja. Und drittens, wenn sie dann auf Dienstleister zurückgreifen, die da am Markt wie noch was rumschwirren, dann behalten diese Dienstleister meistens, und ich kenne die fast alle in dem Markt, 95% behalten die Daten aber dann für sich und nicht der Kunde. Und das weiß der Kunde natürlich aber nicht, weil er ja ein Laie ist. Ja, klar. Ja. Und dann zahlst du halt immer weiter drauf. Und was jetzt halt inzwischen am Markt passiert ist, immer mehr Unternehmen verstehen, dass Recruiting sich nicht mehr auf Stellenportalen abspielt. Und dass Headhunter auch kein Modell ist, was sich wirtschaftlich lange trägt. Weil ich kann nicht jedes Mal auf ein Jahresgehalt 25% Provision zahlen. Ja. Das kannst du mal machen, ja, aber ist auch teuer. So, und jetzt, wo mehr Leute am Marktplatz unterwegs sind, wo die ganzen Leute sich aufhalten, was ja Sinn macht, steigen natürlich die Preise für die Werbung, die man schalten muss. Und diese Preise kriege ich nur dann runter, wenn ich auf der anderen Seite aber auf diesen Plattformen einfach so präsenter bin, also in eine Form von Omnipräsenz reinkomme. Und das ist der Punkt, wo wir uns unterscheiden, weil das bedient gar nicht der Wettbewerb da draußen, sondern die sagen, schalt Werbung. Ja, kannst du machen, aber kostet Umgang sau viel Geld. Nur mal ein Beispiel. Vor 2 Jahren haben wir in der IT-Branche, beispielsweise jetzt mal Softwareentwickler, hat uns die Bewerbung ungefähr 70 bis 80 Euro gekostet. Ja. Wenn ich die gleiche Stelle heute ausschreibe, sind wir ungefähr bei 120 bis 150 Euro. Boah. Das heißt, teilweise verdoppeln sich die, hängt natürlich auch wieder vom Einzugsgebiet ab und von der Zielgruppengröße dann entsprechend. Oftmals sind wir dann schon im Remote-Business unterwegs, aber die Preise steigen mindestens 40, 50, 60, 70%. Und das bedeutet natürlich auch, wenn du in größeren Budgets rechnest, kannst du es aber ausrechnen. Früher hattest du dann ein Budget von 10.000 Euro, jetzt brauchst du auf einmal 17.000 Euro für Werbung. Und das trägt sich halt nicht. Und vor allem, Unternehmen scheitern ja nicht daran, dass sie keine Fachkräfte finden. Unternehmen scheitern daran, dass die Fachkräfte sie nicht kennen. Ja. Es gibt einen ganz verruchten Spruch, und zwar, wo ist der beste Ort, eine Leiche zu verstecken? Im Keller. Nee, bei Google auf Seite 2, weil da sucht keiner. Ah, ja, stimmt. Ja, stimmt ja wirklich. Ja. Wenn überhaupt einer runterscrollt. 80% der Internetnutzer scrollen nicht. Du brauchst ja nur noch mal. Krass. Du brauchst dir nur mal die Nutzerzahlen anschauen. Wir haben in Deutschland 45,4 Millionen Erwerbstätige. Was sind die größten Stellenportale, die du kennst? Stepstone, Indeed. Genau, das sind auch die 2 größten. Halt. Ja. Weißt du, wie viele Nutzer die haben? Keine Ahnung. Was schätzt du? Also so pro Monat. Wie viele Seitenbesucher haben die? Millionen? Ja, aber wie viele Millionen? 3 Millionen? Kommt gut hin. Ja.
Also Stepstone liegt bei durchschnittlich ungefähr 2,5 Millionen Seitenbesucher pro Monat. Indeed ist das größte, liegt ungefähr zwischen 4,5 und 4,8 Millionen. Aber es sind ja gerade mal 10% der Arbeitnehmer da draußen. Ja, krass. Und jetzt musst du ja noch bedenken, wenn du beispielsweise irgendein Unternehmen, Mittelständler in Frankfurt bist, du hast ja nur ein Einzugsgebiet von, was weiß ich, 30, 40 Kilometern. Lass es 60 sein. Ja. Aber 3 Millionen Leute suchen nicht im 60 Kilometer Umkreis von Frankfurt. Also musst nochmal alle abziehen, die da nicht suchen. Ja. Man muss nochmal alle abziehen, die nicht in deiner Branche sind und die nicht den Beruf ausüben, den du gerade ausschreibst. Aber 74% aller Arbeitgeber inserieren auf Stellenportale. Das ist ein riesen Haifischbecken. Also rein zahlenmäßig macht das natürlich keinen Sinn. Und da kommen wir wieder zum Thema, wo unterscheiden wir uns? Frag mal den Wettbewerb, ob die diese Zahlen kennen. Ich kenne viele von denen persönlich. Ich sehe die teilweise auf Events. Ich habe da kein Konkurrenzdenken, weil meine Aufgabe ist es, meine Hausaufgaben zu machen. Das können meine Kunden von mir erwarten. Und ich stelle halt immer wieder fest, dass viele ihre Hausaufgaben nicht machen. Die wissen gewisse grundlegende Sachen nicht. Das ist wie wenn du halt als Abiturient in der Grundschule ankommst. Ja. Leider. Ich würde es mir wünschen, dass es anders wäre. Aber die meisten unterschätzen halt die Möglichkeiten, die man noch hat, um Fachkräftemangel zu lösen. Und alle sagen immer, ja, mach Recruiting, mach Anzeigen, mach Social Recruiting. Ich verwende das Wort nicht mal mehr. Ja. Weil ich kann es nicht mehr hören und die Kunden können schon 5-mal nicht mehr hören. Ja, ich hatte ja gestern nochmal selber bei dir auf der Website geguckt, was euch dann da quasi abhebt davon. Deswegen gut, dass du das nochmal ausgeführt hast. Also ich denke, das ist jetzt klar geworden, hoffe ich mal. Deswegen auch, je nachdem wer da zuschaut, ne, wenn ihr da irgendwie Unterstützung braucht, dann findet ihr die Links natürlich entsprechend in der Videobeschreibung zu Jan. Von daher, ich habe mal sehr gerne noch die Frage drin, so einfach Thema Akzeptanz in der Gesellschaft. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo, keine Ahnung, beim Grillfest eingeladen bist und du lernst komplett neue Menschen kennen, wie ist so die Akzeptanz und das Ansehen als Unternehmer an sich? Weil ja viele immer so sagen, keine Ahnung, mach lieber Arbeitnehmer, den sicheren Job, Handwerker, Risiko, mach nicht. Wie kommst du da so an? Wie musst du dich vielleicht erklären? Das ist eine spannende Und die Frage. meisten können wahrscheinlich gar nicht fassen. fassen. Mir fällt gerade auf, ich kriege nicht mal Einladung zu Grillfest. Nein, Spaß. Tatsächlich ist es so, ich habe für mich inzwischen gelernt, nur dann zu sprechen, wenn ich aktiv gefragt werde. Ja. Ansonsten stelle ich die Fragen. Nehmen wir das Beispiel, was du gerade gesagt hast. So, ich werde endlich mal auf ein Grillfest eingeladen und ich lerne Leute kennen. Ich bin momentan noch manchmal so ein bisschen zurückhaltend. Es hängt immer von dem Rahmen ab. Also kenne ich da noch ein paar Leute oder wie bin ich da reingekommen? Wenn ich wirklich niemanden kenne, bin ich noch etwas zurückhaltend, was ich selber auch gar nicht so mag. Genau, und dann frage ich dich jetzt, was machst du beruflich so? Genau, dann sage ich dir am Ende, du, ich habe 2 Unternehmen. Ich habe eine Unternehmensberatung, die sich darauf fokussiert, Fachkräftemangelunternehmen zu lösen. Ja. Und dann belasse ich es auch dabei. Ich glaube, die meisten können auch sowieso nicht wirklich, auch wenn man das sagt, Fachkräftemangel, aber damit was wirklich anfangen. Genau, ja. und dann kommen entweder Fragen oder kommen nicht. Aber es ist viel, viel spannender, wenn jetzt, du stellst mir die Frage und sagst, was machst du eigentlich? Dann sage ich, ich habe 2 Firmen und bei der einen fokussieren wir uns hauptsächlich darauf, Fachkräftemangel in Unternehmen zu lösen. Das ist eine Unternehmensberatung mit 6, 7 Leuten. Aber was machst du eigentlich? Und schon spielst du den Ball zurück. So, und das Ding ist ja, wenn du mal aus so einem Gespräch rausgehst, wo du dich super wohlfühlst, wo du die Leute super sympathisch gefunden hast, wo du sagst, ey, so ein cooler Typ, der Sven. Und dann reflektier mal, wie viel Prozent des Gesprächs hast du gesprochen und wie viel Prozent des Gesprächs hat Sven gesprochen. Bei den Gesprächen, wo Sven super sympathisch rüberkam, hat er meistens einen Redeanteil von ungefähr 30 oder 25%. Und den Rest hast du selber gesprochen. Ja. Weil du Interesse zeigst, weil du Rapport aufgebaut hast, also du empathisch gewirkt hast, weil du nachgefragt hast, weil du neugierig warst, aber nicht um zu pushy zu sein, ja? Weil du sehr charismatisch rübergekommen bist. Ich habe einen Kumpel, Florian, ich liebe dich über alles, aber wenn ich mit dir den Raum betrete, stehe ich da wie das größte Arschloch. So. Weil die Fallhöhe neben ihm einfach zu hoch ist. Der nimmt den Raum ein, der hat eine Energie, der strahlt. Alle gucken ihn an und denken sich, Jesus. Geil. Also Grüße gehen raus, falls du das siehst. Ja, cool. Ja gut, da mal ein paar Einblicke von dir zu haben.
Thema Glaubenssätze finde ich interessant. So, wo sagst du selber vielleicht jetzt rückblickend, welche Glaubenssätze musstest du ablegen, um jetzt da sein zu können, wo du jetzt bist? Ich denke jetzt so an Basics wie, keine Ahnung, wie die einen oder anderen draußen aufwachsen. Wir kennen es alle. Zum Beispiel, Geld verdirbt den Charakter. Ja, nach dem Motto, Geld stinkt. Ne, einmal ein Gerade Arschloch, ein immer ein Arschloch. Genau, gerade so ein bisschen gekoppelt an die Frage davor, so, mach lieber was Sicheres, zu risikoreich in die Selbstständigkeit zu gehen. Was musstest du dann letztendlich selber lernen, dass du jetzt da stehst, wo du jetzt stehst? Um auf diese Aussage, weil ich habe schon in meinem Umfeld dann oder erweiterten Umfeld schon öfters gehört, dieses, ja, mach doch was Sicheres und sonstiges. Ja, ja. Wo ich einfach mal sagen muss, hey, wenn du irgendwas um die Anfang 20 bist, das ist in deinem zukünftigen Leben der idealste Zeitpunkt, dich selbstständig zu machen. Ich habe viel mehr Respekt davor, vor dem 38-jährigen, zweifachen Familienvater mit Haus, Hund und Hypothek. Ja. Und dann noch vielleicht eine Frau, die entweder nur Teilzeit berufstätig oder gar nicht berufstätig ist, der irgendwie 4.000 Euro Fixkosten hat im Monat, um halt noch ein anständiges Leben zu haben, der sich dann dazu entscheidet, sich selbstständig zu machen. Vor dem habe ich viel mehr Respekt als vor dem 20-Jährigen, der theoretisch von 500 Euro leben kann im Monat. Weil das ist nicht schwer, 500 Euro zu verdienen. Ja. So, also ich hatte selber damals sehr wenig finanzielle Fäden oder Verantwortung, wo ich sage, warum habt ihr eigentlich alle so, ne? Also ich könnte ja immer noch studieren gehen und sonstiges. Ich glaube, ich war auch mal Student. Ich habe nur eine Uni noch nie von innen gesehen. Ja. Aber das sind, also sagen wir so, als Teilnehmer, als Dozent ist wieder was anderes. Ja. Aber das sind halt alles so Sachen, wo ich sage, Glaubenssätze hin oder her, aber meistens lassen wir uns ja die Sachen einreden, die andere denken. Und das hängt halt davon ab, okay, wie sehr bleibst du dir selber treu? Ziehst du dann trotzdem zum Beispiel mit dem Satz mit, dein Umfeld ist wirklich wichtig? Ja, absolut. Weil es gibt ja diesen, ist ja auch wieder einer dieser Sätze, die nämlich überall auf jeder Veranstaltung bei der Persönlichkeitsentwicklung erzählt wird, aber da gehe ich wirklich mit. Aber ich bin dieses, du bist der Durchschnitt deiner 5 Menschen, so, ja. Du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Ja. Und deswegen, ich wähle auch mein Umfeld ganz bewusst aus. Also meine Leute kannst du an einer Hand abzählen, aber es führt halt auch dazu, dass diese Leute, wann immer du sie brauchst, die sind sofort da. Ja. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe vorhin erzählt, ich habe seit 6 Wochen einen Hund. Ja. So, ich war letzte Woche auf Business in Irland. Das war alles geplant. Mein Vater, der mein Nachbar ist, hat meinen Hund genommen und sich um ihn gekümmert. Weil es ist noch ein Welpe, der kann noch nicht so viel alleine, er kann auch kein Auto fahren, also er kann ne? Aber er übergibt sich halt im Auto regelmäßig, weil es viel Stress ist. So. Und das heißt, er kann auch von dort nicht weg. So, das heißt, ich brauche irgendjemanden, der da ist. Und jetzt ist genau in dieser Woche eingetreten, was hätte nicht eintreten dürfen. Mein Vater ist unterwegs, mein Opa, das war geplant, der wird jetzt an der Hüfte operiert, das heißt, der ist aber auch jetzt nicht da. Meine Oma ist überfordert mit dem Hund, also die sagt, ich kann nicht mit dem Gassi gehen, er kann zwar hier sein tagsüber, aber irgendwann muss der auch raus, der Hund. Und ich sage, okay, ich muss irgendwie eine Lösung finden. Und die einzige Lösung war, ich habe meinen besten Freund angerufen und sagen, hey, wir müssen es irgendwie hinbekommen, dass du bei mir wohnst in der Zeit. Und wir haben das hinbekommen, er hat das möglich gemacht. Der hat selber auch noch einen Hund. Geil. Aber der hat das möglich gemacht. So, und dann herrscht halt natürlich auch ein gewisses Vertrauensverhältnis. Der arbeitet auch inzwischen bei mir in der Company mit. Wir gucken uns manchmal an und denken uns, warum sind wir eigentlich befreundet? So, das macht überhaupt keinen Sinn. Du bist angestellt, ich bin Unternehmer, wir haben 2 komplett unterschiedliche Denkweisen, aber wir können das halt komplett ausblenden. Also wir haben auch die Zusammenarbeit in meinem Unternehmen so aufgebaut, dass ich mit dem gar nicht großartig über die Arbeit reden muss, weil das ist einfach klar. Und ich habe ihm gesagt, pass auf, das sind deine Sachen, die du machen musst. Mach sie richtig und wir haben überhaupt kein Thema. Mach sie nicht richtig und ich werde dich darauf ansprechen. Yeah. Ja. Und das ist alles fein. Und also dieses blinde Vertrauen, aber das kriegst du halt auch nur hin, wenn du wirklich viel Zeit miteinander verbracht hast und auch qualitative Zeit. Ja, definitiv, klar. Und deswegen, also meinen Kreis kannst du also den Inner Circle. Drumherum sind ganz viele andere Menschen. Ich mache einmal im Monat ein Business-Dinner, wo ich ganz viele Unternehmer einlade, weil mir das auch Spaß macht. Ich biete gerne den Raum und den Rahmen. Wir machen einmal im Quartal eine JR Poker Night. Ah, geil. So, also wann immer du im Raum München bist, oder du bist gerne eingeladen, weil das halt Spaß macht. Und dann lernst du wieder andere Leute kennen und das sind halt alles so Sachen. Das macht auch mega Spaß, einfach dieses Netzwerken. Das sage ich ja auch so oft in meinem Podcast. Und das wurde mir erst auch später bewusst, dass mir das sogar mit am meisten Spaß macht daran. Einfach neue Menschen kennenlernen, Netzwerken
Und vor allem man dann auch wirklich ja in Umfelder und Bereiche reinkommt, die so spannend sind teilweise. Weil wo würde ich sonst, ganz ehrlich, wenn ich jetzt einer zurückblicke, wo ich angefangen habe, wo würde ich Unternehmer treffen? Genau. Wahrscheinlich nirgendwo. Und ich habe auch irgendwann satt gehabt, dass die Sachen, die Unternehmer treffen, bieten, dass das alles so nervig ist. Also BNI. So dieses, ich habe 5 Empfehlungen für Heino und ich habe 2 Empfehlungen für Brigitte. Hat jemand Empfehlungen für mich? Nein. Ohne Witz, ich war da einmal, das ist dieses Unternehmerfrühstück, was so gottverdammt früh stattfindet, so 6:30 Uhr bis 8 Uhr. Dann fährst du da irgendwo in die Pampa, dann sitzt du da im Stuhlkreis mit den Leuten. Könnte ich noch gar nicht essen um 6:30 Uhr. Dann stellt jeder einmal sein Unternehmen vor. Ich schwöre, der Erste, der hat beim letzten Mal den Vortrag ganz toll gemacht, deswegen hat er statt 1 Minute 2 Minuten bekommen. Yay. Der hat diesen Pitch, diese Vorstellung seines Businesses abgeschlossen mit: Ja, und ich würde auch gern irgendwann mal eine Familie gründen. Wer also eine nette Frau kennt, send her my way. Und ich sage, ich stehe gleich auf, pack alle an den Händen und wir singen noch eine Runde. Also, und das war halt einfach so, auch diese ganzen Seminare inzwischen. Das wäre mir dann aber auch nicht so sympathisch, so ein Treffen. Ich war vor 5 Jahren auf einem Marketing-Event. Ich sage jetzt auch den Namen bewusst nicht, weil ist ja nicht gerade nicht wirklich relevant. Aber ich war auf dem Marketing-Event, da habe ich in der VIP-Reihe, das war ganz normal, was waren das? 35 Reihen und die ersten 4 Reihen waren VIP, wie man das halt kennt. Ja. So, in der VIP-Reihe hast du gute Unternehmer kennengelernt. Für mich ist auch ein guter Unternehmer jetzt mal, ich übertreibe jetzt mal so, irgendjemand über 45, 50, sonst irgendwas, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, hat Erfahrung, hat Erfolg, wie auch immer. Ja. So, und dann hast du auch wirklich einiges von denen gelernt, teilweise hast du auch noch einen Kunden mitgenommen, also richtig cool. Jetzt war ich auf dem gleichen Event letztes Jahr im Herbst, Altersdurchschnitt 22, VIP-Reihen von 50, 20 VIP-Reihen. Ich sag, also 50 Reihen, Stühle und 20 davon sind VIP. Ich habe einen einzigen Unternehmer kennengelernt, der über 50 war. Ich so, was ist das hier? So, deswegen habe ich immer gesagt, weißt du was, bevor ich mich jetzt weiter beschwere, mache ich es lieber selber. Ja, warum nicht? Und ich bin echt froh, dass ich viel Spaß zum Beispiel an solchen Sachen habe wie Golfen. Weil da habe ich echt super tolle Menschen kennengelernt, auch Unternehmer. Es hat zwar immer noch diesen Touch von, ist so ein bisschen Etepetete. Sagen wir mal so, wenn du Etepetete willst, wirst du Etepetete finden. So dieses Snobby-mäßige, Nase hoch. Wenn du es nicht suchst, wirst du auch ganz andere Menschen kennenlernen. So, seitdem bin ich zum Beispiel in so einer Business-Golf-Serie Sponsor mit unserer Firma. Und wir generieren, glaube ich, 50-60% unserer Kunden nur beim Golfplatz. So, das macht halt voll Bock. Wie ist da der so Umgang so mit den Menschen, mit den anderen Unternehmern? Die Schwarzen da und die Weißen, nein. Also nee, mich würde jetzt echt so interessieren, so, weil wir ja viele auch mal vielleicht so ein Bild haben, gerade so von erfolgreichen Unternehmern, dass man jetzt vielleicht nicht so wie wir jetzt hier einfach chillig sitzen können, schwöre, Alter und hast nicht gesehen sagen können. Muss man sich zwangsläufig dann auch an deren Sprache, ich sag mal, adaptieren oder sind die eigentlich letztendlich auch, ja, letztendlich nur Menschen, die abends auch in eine Buchse schlafen gehen und auch nicht vielleicht unter einen Goldregen duschen? Also klar, du passt dich natürlich schon so ein bisschen denen an. Aber man merkt ja schnell, wie man mit welche dann reden kann. Exakt, so, ne? Und dann, exakt. Also ich habe zum Beispiel einen Kunden, Mike. Mike ist Rechtsanwalt für Energierecht, hat eine Kanzlei mit glaube ich, 3 Standorten inzwischen. Und Mike ist jemand, den habe ich damals auch über einen Kontakt vom Golfplatz kennengelernt. Und ich weiß noch wie heute, ich war auf der Autobahn, habe ihn angerufen, er hat zurückgerufen, ich weiß nicht mehr genau. Aber vor mir ist ein Transporter gefahren mit dem Kennzeichen MIL und dann F. So. Und ich habe doch, kennst du das, wenn du etwas sagst, du merkst währenddessen, wie wenn du aus einer dritten Perspektive so dich betrachtest, nein, sag das doch nicht. Ja. Und ich so, haha, vor mir fährt ein Auto, das hat MIL, rat mal, was der letzte Buchstabe ist. Und ich so, nein, warum hast du das gesagt? Das könnte ein potenzieller Kunde sein, der ist Rechtsanwalt. Und er so, MILF! Geil. Das hat halt sofort gematcht und wir sind seitdem auch echt privat auch sehr, sehr gut befreundet. Ja. Und das passiert schon öfters. Also ich habe super, super lustige Geschichten auf dem Golfplatz erlebt und auch wenn das alles gestandene Unternehmer sind, vor allem wenn sie mal ein bisschen was getrunken haben, werden die richtig lustig. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, aber letztendlich sage ich ja auch mal so, ne, wir sind alles so Menschen. Ich hatte jetzt auch schon ein paar Unternehmer und so hier sitzen oder auch schon lange Leute, die jetzt seit 10 Jahren selbstständig sind oder so und auch mit ihrer Selbstständigkeit.
schon gut vorangehen. Deswegen sage ich ja gerade so, wir sind alle nur Menschen, wir gehen abends auch nur dann mit der Buchse oder halt auch mal mit nichts an schlafen und fertig. So, ne? Wir kommen mal so ein bisschen zur Thematik Mitarbeiter. Du hast ja auch dann viele Instagram-Reels, die ich mir da so angeschaut habe, Thema Mitarbeiterbindung aus Arbeitgebersicht und was man da so machen muss. Deswegen einfach mal so die Frage, wie ist das Verhältnis so von dir zu deinen Mitarbeitern? Wie würdest du das beschreiben? Und so damit einhergehen, was würdest du sagen, ist die beste Art, Menschen zu führen? Peitsche. Peitsche! Zuckerhut und Peitsche, sagen ja auch mal viele noch. Also das Lustige ist ja, das, was ich predige, ich will nicht sagen, ich lebe das nicht, natürlich lebe ich das, aber bei mir ist es nochmal was anderes, weil ich eine andere Führungskraft bin vom Typus her. Meistens ist es so, und wenn sich die Zuschauer auch mal so mit dem Thema Persönlichkeitstests auseinandersetzen, du hast ja oftmals so dieses Farbmodell oder DISC-Modell genau, oder 16 Rot, Personalities oder Blau, sonst was. Gelb und so weiter. So, und da ist es so, dass in der Regel die Führungskraft eigentlich einen tendenziell eher hohen Rot- und Gelbanteil hat. Bei mir ist der Rotanteil der geringste von allen. Also bei mir ist etwas, das gibt es, glaube ich, auch gar nicht so oft. Bei mir ist es sehr ausgeglichen. Kannst du die Farben vielleicht nochmal gerade für die Zuschauer so vielleicht in Einsätzen? Also Rot ist so eher der dominante Typ, der so richtig forsche. Der Gelb ist so eher der strukturiertere. Ich hoffe, ich nehme es jetzt nicht ganz auseinander. Der Grüne ist der sozialere. Genau. Und der Blaue ist der gewissenhafte. Ja. So, also es gibt unterschiedlichste, es gibt da gibt es ja viele Attribute noch und so, die da noch dazugehören. Aber nur mal, um es grob so erklärt zu haben. Und bei mir ist tatsächlich so, dass ich gesagt habe, meine Mitarbeiter, und das ist halt wirklich der Unterschied, weil bei den größeren mittelständischen Unternehmen, die dann, was weiß ich, so 50, 100 Mitarbeiter haben, da musst du auch eine ganz andere Führungshierarchie etablieren. Bei mir ist es sehr autark. Also sprich, bei mir haben meine Mitarbeiter ihre Verantwortungsbereiche, die wissen ganz genau, was sie tun müssen, und nur wenn sie Fragen haben, müssen sie mit mir kommunizieren. Das ist jetzt zum Beispiel in so Bereichen wie Vertrieb ist das anders. Beim Vertrieb gibt es nochmal wirklich einen regelmäßigeren Austausch, damit ich auch ein Up-to-Date habe, aber Vertrieb ist wie ein eigenes Unternehmen im Unternehmen. Ja? Und dann ist es mir aber auch wichtig, dass alle Dinge, die über Prozesse abgebildet werden und die momentan Mitarbeiter machen, ändern wir sofort um, beziehungsweise wir suchen gemeinsam eine Lösung, wie wir dann einen Prozess installieren, der denn diese händische Arbeit abnimmt. Weil ich will ja, dass die Leute etwas leisten, wofür sie gebraucht werden, damit sie wissen, welche wichtige Rolle sie als Zahnrad in dieser Organisation spielen. Natürlich kann ich sagen, ich kann sie jederzeit austauschen, aber damit ist eher gemeint, dass ich einen Prozess gebaut habe oder ein Konstrukt gebaut habe, was es mir ermöglicht, Leute zu ersetzen, nicht als Drohung, sondern weil ich weiß, dass meine Mitarbeiter nicht bei mir alt werden. So, ich gehe jedes Jahr, ich weiß, dass für mich geht so ein Arbeitszyklus 2 bis 7 Jahre. Und ich gehe jedes Jahr in den Dialog mit meinen Mitarbeitern und frage sie, wie lange siehst du dich hier noch arbeiten? Weil ich weiß ja nicht, was bei dir vielleicht gerade in deinem Kopf los ist, was du für dich noch für Ziele hast, und Ziele können sich ja auch ändern. Deswegen frage ich dich regelmäßig, weil, wenn du sagst, ich sehe mich hier noch maximal 6 oder 12 Monate, gibt mir das Planungssicherheit. Wenn ich beleidigt wäre, kommt mir nur mein Ego in den Weg. So, und das Ego ist ein Me-Problem, nicht ein Problem von meinem Mitarbeiter. Und wenn man sich das auch immer wieder ins Bewusstsein ruft, weil klar, bei mir ich mache meistens zum Jahreswechsel meine Strategiephase, also so in den Weihnachtsfeiertagen, weil da ist ja viel Ruhe und ich mag die Ruhe. Und gehe dann in den Dialog mit meinen Mitarbeitern, und da haben auch 2 gekündigt, die ich gar nicht gehen lassen wollte. Aber mit einem bin ich ja privat auch sehr, sehr gut befreundet, und eigentlich bin ich ja gar kein Fan von, mit Freunden Geschäft zu machen. Aber ich kann das trennen. Das Problem ist bloß, dass es meistens, und nicht immer, aber meistens kann es der Gegenüber nicht trennen. Und wenn das halt nicht funktioniert, dann ist beides sowieso dann für die Katz. Nichtsdestotrotz, man sollte immer die Führungskraft sein, die man ist und nicht die man sein möchte. Vom Typus her. Natürlich kann man sich immer weiterentwickeln und natürlich darf man auch Dinge besser machen, und ich lerne auch tagtäglich neue Also Dinge. bedeutet, wenn du zum Beispiel vielleicht jetzt eher der gelbe Typ wärst, dann nicht mit Biegen und Brechen der rote zu sein? Du kannst nicht den Rotanteil bei dir massiv erhöhen. Es gibt nur ein einziges Szenario, wo sich diese Farbkompatibilität, diese Farbdominanz ändern kann. Und zwar, wenn du einschneidende Erlebnisse hast in deinem Leben. Und wirklich so
teilweise auch schon so Schicksalsschläge. Es muss nicht unbedingt immer der Tod von irgendjemandem sein. Ich habe mal eine Geschichte gehört von einem Unternehmer, der super, super rot war, also wirklich so 95 und 100% rot. Ja. Und immer sehr, also Sozialanteil auch sehr, sehr niedrig, sehr forsch, sehr, ne? Und der hat in seiner Kindheit, hat er keine Familie wirklich gehabt, der hat keine wirkliche Liebe kennengelernt, ganz schlechtes Verhältnis oder kein existentes Verhältnis zu den Eltern. Und der hat dann eine Frau kennengelernt, die verwitwet war, 4 Kinder hatte und der wurde da komplett in dieses Familienleben mit aufgenommen. Und das war ein einschneidendes Erlebnis für den, weil das sofort den Grünfaktor bei denen komplett nach oben gezogen hat, also den sozialen Aspekt. Ja, verständlich. Und wenn man sich damit befasst, dann hilft dir das halt ungemein, deine Leute besser zu verstehen. Also mit Persönlichkeitstests zu arbeiten, ist einer der größten Hebel in seinem Unternehmen, weil du Leute so anpacken kannst, wie sie halt angepackt werden wollen. Also metaphorisch bitte gesprochen. Weil du dann auch verstehst, wie sie ticken, was ihnen wichtig ist, was sie vielleicht triggert im negativen Sinne, was sie auf die Palme bringt. Und mir hat das zum Beispiel unglaublich geholfen, als ich das verstanden habe, dass ich nicht jeden gleich behandeln kann. Ich will zwar fair sein, aber fair sein ist immer eine individuelle Geschichte. Ja. Weil es erstens auf die Situation übertragen wird und zweitens auch auf die Person. Es gibt das, nennt sich Weltenkonzept. Weltenkonzept besagt, wir beide sprechen und wir alle zusammen sprechen alle eine unterschiedliche Sprache. Klar, wir sprechen Deutsch. Aber wenn ich jetzt mal als Beispiel nehme, was bedeutet für dich Glück? Und was bedeutet dann für mich Glück? Und was bedeutet für den Zuschauer Glück? Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass wenn wir jetzt alle gleichzeitig unsere Definition sagen und zu 100% das Gleiche sagen, liegt bei 0. Safe, ja. Das heißt also, die gleichen Wörter haben für uns alle unterschiedliche Bedeutungen. Das heißt, es macht keinen Sinn, wenn ich mit dir darüber rede, ob du glücklich werden willst, sondern ich muss dich erstmal fragen, was für dich glücklich sein bedeutet. Ja. Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich darauf aufbauen. Aber nicht zu sagen, so, naja, glücklich sein bedeutet für dich, was weiß ich, einen 50 cm Bizeps zu haben. Ja, und du sagst nein. Er hat mich durchschaut. Ja? 53 Zentimeter. Ja. Und wir reden halt die ganze Zeit über unterschiedliche Sachen. Ja. Und so verlierst du halt Leute. Ja. Und nicht nur im Sinne von, dass der Mitarbeiter kündigt, sondern du verlierst sie halt auch schon im Prozess. Weil ein Mitarbeiter kündigt ja nicht in dem Moment, wo er sagt, ich bin unglücklich, ich kündige. Mhm. Sondern das ist ja auch ein Prozess, der bis dahin, der erstmal reifen muss. Und da können wir dann direkt die nächste Frage drauf aufbauen, weil ich habe ja tatsächlich auch viele Arbeitnehmer hier sitzen und die frage ich ja dann auch, was würdest du zum Beispiel verbessern wollen an einem Arbeitsplatz, wenn du selber könntest, um halt mal so ein paar Probleme rauszufiltern. Aber jetzt einmal so aus Arbeitgebersicht gesprochen, was glaubst du, sind denn so grundsätzliche Fehler aus Arbeitgebersicht gegenüber ihrer Arbeitnehmer? Zum Beispiel fehlende Wertschätzung oder... Das unter anderem, ja, also wenn ich mir einfach bloß mal, und das ist nicht mal meine Meinung, aber wenn ich mir mal meine Videos anschaue, auf TikTok als auch auf Instagram. Ein Video, das hat jetzt, glaube ich, 4,5 Millionen Aufrufe auf allen Plattformen. Ja. Mitarbeiter verlassen nicht ihre Firma, Mitarbeiter verlassen ihre Vorgesetzten. Und da ist das Thema Wertschätzung ganz, ganz oben. Wertschätzung und Kommunikation, das korreliert ja miteinander. Ja, genau. Und das ist eben auch das, was ich meine, so Führungskräfte reden zu selten mit ihren Mitarbeitern, individuell. So, die meisten, auch unsere Kunden, wo ich immer sage, ey, ihr müsst das ändern. Wir müssen das so hinbekommen, dass ihr die Zeit habt, um mit euren Mitarbeitern zu sprechen. Nämlich, die reden teilweise nur einmal im Jahr mit denen. Einmal im Quartal ist eigentlich Minimum, idealerweise einmal im Monat. Das habe ich ja oft auch hier dann die Interviews dann geführt, wo dann halt dieses typische einmal im Jahr, wo dann nochmal um diese Basics geht im Sinne von Gehaltserhöhung und all sowas. Aber das ist ja viel zu wenig. Vor allem auch, es kann sich ja schätzungsweise alle 8 bis 12 Wochen komplettes Leben verändern. Dann hast du dich von deinem Partner oder deiner Partnerin getrennt, dann bist du umgezogen, dann erwartest du vielleicht ein Kind oder hast dir einen Hund geholt oder hast geerbt oder hast ein lukratives Jobangebot bekommen und dann redet keiner mit dir. Und wie gesagt, die meisten wollen ja gerne gehört werden, aber sie trauen sich nicht. So, und dieses ganze Nonverbale spielt ja auch in die Kommunikation rein. Ja, klar. Wenn du jede gute Führungskraft müsste meiner Meinung nach sich mehr mit Kommunikation auseinandersetzen. Das wollte ich mich jetzt gerade auch ansprechen. Wo glaubst du dann, wo dann die Problemlöser sind?
zum Beispiel auch wirklich da anzusetzen, dass die Unternehmen sich vielleicht mal, ich sag mal, Kommunikations- oder Rhetoriktrainer reinholen oder so? Weil geht ja auch. Nee, das überhaupt nicht, sondern also wenn du von extern immer jemanden reinholst, bedeutet das wie Traubenzuckereffekt. Du hast währenddessen der Externe da ist, hast du ein Hoch, weil alle sagen, oh, voll geil, voll geil, voll geil. Und danach ist der Trainer weg und dann ist wieder alles wieder vor. Denn wissenschaftlich betrachtet ist es so, deine Art zu führen ist gleichzusetzen mit einer Gewohnheit. So wie du bisher geführt hast, ist es wie eine Gewohnheit, weil du es ja entweder nicht anders gelernt hast und du hast es so gelernt. Das heißt also, wenn du was Neues etablieren willst, musst du eine neue Gewohnheit darüber setzen. Und wissenschaftlich betrachtet kannst du keine anderen oder bisherigen Gewohnheiten löschen. Du kannst sie nur überdecken mit einer neuen Gewohnheit. Genau deswegen sind ja Alkoholiker, wenn sie nicht mehr trinken, nicht mehr Nicht-Alkoholiker, sondern sie sind trockene Alkoholiker. Ja. Diese Sucht ist ja nie weg. Sie ist nur mit einer neuen Gewohnheit überdeckt. Ja, genau. Das ist genauso wie Raucher, wenn sie aufhören, werden meistens dicker, weil sie dann das Ganze mit Essen kontern. Ja, oder mit Kaugummi. Da gibt es ja auch viele, die nach 5 Jahren noch sagen, boah, ich hätte jetzt Bock auf eine Kippe. Genau. Ja. So, das heißt also, wenn du anders führst und anders kommunizierst, musst du das wirklich selber aktiv trainieren, weil du bist dein bester Trainer. Du bist der Trainer, der immer bei dir ist, der immer mit dir kommunizieren kann. Der immer ans Handy. Aber die Frage wäre dann jetzt so, wie kann ein Vorgesetzter das, also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt in meine Situation hineinversetze, ich bin ja gelernter Krankenpfleger und habe dann auch mal Stationsleitung und sowas gemacht, dann bist du ja so in dieser Sandwich-Position, dass du ja selber auch dann irgendwo, wo soll er sich dann quasi die Motivation holen, ich sage jetzt mal als Stationsleiter, wenn er deine 20 Köpfe dafür ist oder so, dann zu sagen, okay, ich werde jetzt besser in meinen rhetorischen auseinandersetzen mit dem Mitarbeiter, wie auch immer. Also, woher soll das kommen? Weil letztendlich ist er auch nur ein einfacher Angestellter und da wird ja jetzt nicht der höchste Geschäftsführer von der Klinik dann, also eigentlich müsste das ja von denen dann irgendwie in Gang gesetzt werden oder nach dem Motto, ey, Stationsleiter, ich habe halt einen Coach, dessen sagte ich gerade vielleicht für dich oder ich mache das selber dann, der dir da hilft, dass du so und so in deiner Führung besser werden kannst. Also, das eine ist Eigenmotivation, also intrinsische Motivation, dass du sagst, ich will es selber besser können. Das ist mir scheißegal, ob jetzt mein Geschäftsführer da interveniert oder nicht. Dann hol dir Literatur. Und ich gebe euch gerne mal so ein Way to go. Und ich meine die Reihenfolge jetzt wirklich ernst, die ich sage. Das erste Buch, was du dir holen kannst, was du 4-mal im Jahr lesen kannst, du wirst immer wieder was Neues raus lernen, sind die 7 Wege zur Effektivität. Stephen R. Covey heißt er, glaube ich. Das zweite Buch, was du danach liest, ist Wie man Freunde gewinnt. Von Dale Carnegie. Das kenne ich. So. Nachdem du die 2 Bücher gelesen hast, holst du dir ein Buch, das nennt sich Der Aladdin-Faktor. Dieses Buch ist meine persönliche Bibel. Dieses Buch hat mich gelehrt, wie ich Fragen nochmal auf einem ganz anderen Niveau stelle. Und vor allem auch Dinge aus Menschen rausbekomme, die sie mir sonst vielleicht nicht sagen würden. Und auch mich in einem anderen Licht, charismatischer, sympathischer, wie auch immer wahrnehmen wollen und werden, weil ich einfach gewisse Dinge tue, die der Durchschnitt nicht tut. Vor allem auch das Thema Zuhören statt Hinhören. Ich lasse mal die Menschen beiseite, die einfach nur warten, bis sie wieder reden können. Ja, das sind keine Zuhörer, das sind keine Hinhörer, das sind einfach nur Leute, die warten. Ja. Und dann, wenn du das hast, wenn du sagst, okay, ich kann jetzt mal, mit diesen 3 Büchern hast du schon mal so ein gewisses Grundgerüst, was Kommunikation angeht. Natürlich kannst du dir auch alles holen, was über Kommunikation gilt, mache ich genauso. Wenn ich in einen Buchladen gehe, unter 5 Bücher, die ich da kaufe, gehe ich nicht raus. Mein Rekord ist 23 oder 24. Crazy, okay. Aber ich hatte dann keinen Platz mehr in meinen Händen. So. Was ich dann danach empfehle, ist, sich dann sowas wie Körpersprache, also ich interessiere mich momentan unglaublich sowas wie Face Reading. Weil du kannst am Gesicht, wenn du nach chinesischer Face-Reading-Kultur gehst, kannst du unglaublich viele Dinge rauslesen. Ich gebe euch ein Beispiel. Die Stirnfalte, mach mal so. So, deine Stirnfalte ist tendenziell weiter unten. So, es gibt Menschen, die haben die weiter oben, es gibt Menschen, die haben die weiter unten. Dazu hast du jetzt auch mehrere Stirnfalten. Ja. Aber das ist ja nicht schlimm, das ist ja ganz normal. Ja. Ich würde jetzt mal darauf schätzen, dass bei dir ist es so ein Mix. Also normalerweise sagt man bei Menschen, die Stirnfalte weiter unten haben, so wie ich, das sind eher materialistisch orientierte Menschen. Menschen, die die Stirnfalte weiter oben haben, sind eher idealistisch orientierte Menschen, die sagen, ja, ich bin sehr prinzipiengetreu. Weil man das so anerzogen bekommen hat, aber das ist auch so ein bisschen genetisch veranlagt. Crazy, okay.
Du kannst zum Beispiel an der Oberlippe, kannst du auch sehr viele Dinge ablesen. Zum Beispiel Menschen, die eine breite, beziehungsweise ich nenne es jetzt mal dickere Oberlippe haben, die sind zum Beispiel sehr gut im outgoing Kommunikation, die sind zum Beispiel super für Außendienstvertrieb. Ja? Menschen, die sehr abstehende Ohren haben, sind sehr geldgeil. Crazy. Ja? Menschen, die zum Beispiel, wenn sie lachen, bei dir sieht man es nicht, weil du hast jetzt einen Bart, aber wenn du lachst, hast du so eine Kinnfalte. So, je nachdem, wie weit diese Kinnfalte nach oben geht, es gibt so Menschen, kennt ihr Menschen, die jedem helfen würden und alles um sich und sich selbst vor allem vergessen, um dir zu helfen? Das sind die Menschen, die meistens so eine sehr breite Kinnfalte haben. Meine Oma zum Beispiel. Meine Oma vergisst sich komplett, wenn es darum geht, anderen Menschen zu helfen, insbesondere der Familie. Der mag es noch so schlecht. Die wurde letztes Jahr die von einer Zecke gebissen und wir haben es nicht gemerkt. Weil die hat immer weiter, bis er halt dann wirklich mal. Gibt es da jetzt ein Buch zu diesem Face-Reading? Oder? Ja, es gibt mehrere, aber das, was ich zum Beispiel sehr, sehr gut finde, heißt Ich lese dich. Okay. Und da empfehle ich auch wirklich das Buch. Ich bin zum Beispiel jemand, ich hole mir das Buch und wenn es das gibt, das Hörbuch auch noch und lass mir das Buch vom Hörbuch vorlesen. Und ich habe dann das Buch so vor mir, dann kann ich halt mitmarkieren. Ja. Aber da empfehle ich auch wirklich das Buch, weil da sind halt noch so Skizzen dabei, wo du halt direkt siehst, wie ist die Mundform. Ja, klar. Zum Beispiel kannst du auch... Finde ich voll spannend, ja. Ich kann inzwischen, und das meine ich auch gar nicht despektierlich, aber ich kann inzwischen Menschen erkennen, ob sie irgendwelche psychischen oder psychosomatischen Themen haben am Gesicht. Kann ich wirklich erkennen. Da spielen mehrere Faktoren mit rein, aber unter anderem am Mund kannst du das erkennen. Mund, Augen und Stirnfalte sagen so viel, teilweise auch Nase, sagen so viel über Menschen aus, das glaubst du gar nicht. Und das hilft mir natürlich wieder, wenn wir das Ganze wieder rüber switchen. Ja, klar. Beispielsweise, wenn du Mitarbeiter führst oder ein Team führst oder Mannschaftssport machst. Ne? Das hilft ungemein, dir halt, weil das meiste wird ja nonverbal kommuniziert. Ja, durch Körpersprache. wir können ja nicht Mimik, kommunizieren, Gestik, das ist ja immer so der typische Satz. Also es gibt auch so richtig geile Videos auf YouTube, wo du über Business-Knigge, und zwar nicht dieses Stock im Arsch-mäßige, tragen sie eine Krawatte und bla bla bla, sondern wie du mit Körpersprache arbeitest. Das heißt, wenn ich dich etwas frage, dann zeige ich ja bewusst meine Hand offen zu dir und gebe dir sozusagen in Anführungsstrichen gerade das Recht zu reden, aber so führe ich dann halt eine Konversation. Wenn ich etwas sage und etwas rede, dann halte ich die Hand hier so, weil das ist, ich zeige dir gerade unterschwellig, ich rede noch. Na? Ja. Wenn ich jetzt sage, lass uns mal kurz aufstehen oder schau mal darüber oder sonst irgendwas, so, du kannst Menschen richtig steuern, ohne mit ihnen zu reden. Und das finde ich halt wieder immer, also mich interessiert das unglaublich, weil mega. Es hilft mir halt auch tagtäglich dann in meinem Business. Bei meinem Hund merke ich das zum Beispiel. Mein Hund ist ein super Trainer, was Körpersprache angeht. Weil ich weiß inzwischen, wann der pinkeln muss, ich weiß inzwischen, wann der groß muss. Genauso auch, wenn ich sage, er soll auf seinen Platz gehen. Wir haben immer so ein kleines Spiel, manchmal esse ich mein Essen auf der Couch. So, er liegt gerne mit mir auf der Couch, aber inzwischen weiß er ganz genau, wenn ich esse, muss er in sein Bett und spätestens, wenn ich fertig bin und ihn freigebe, kann er aufs Bett auf die Couch kommen. Das checkt er nonverbal. Der weiß auch ganz genau, dass er nicht ins Badezimmer rein darf. Ja? Also ich finde das mega spannend. Also, wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, was ihr euch kaufen könnt. Finde ich super. Vor allem jetzt einfach mal so als Tipp dann jetzt auch nochmal, um eben halt die Sachen dann auszubessern oder generell zu verbessern, die ich ja gerade angesprochen habe. Letzte Frage für Teil 1, meine Lieben. Dann sehen wir uns in ein paar Tagen wieder. Wofür möchtest du im Leben stehen? Die Frage hast du ja gestern schon gehört in einem anderen Podcast. Ja. Also ich habe mir mal als Ziel gesetzt, ich will immer eine Spur hinterlassen haben. Was es genau sein wird, ich weiß es nicht, weil ich habe als Fotograf angefangen, dann war ich Videograf, dann habe ich Social Media Coachings gemacht, dann habe ich eine Social Media Agentur gehabt, dann hatte ich so eine Phase, wo ich gesagt habe, ich will Sales Trainings machen, dann bin ich auf den Boden der Tatsachen geholt worden. Ja. Und es hat wirklich gedauert, bis ich mich aktiv für Recruiting entschieden habe, obwohl ich schon seit 2-3 Jahren Recruiting gemacht habe. Aber es war halt einfach ein Prozess und diesen Prozess gehe ich weiter. Wie sich das entwickeln wird, wir werden sehen. Finde ich aber schön, dass du so antwortest, weil die meisten ja irgendwie dann direkt verkopft so denken, ich muss jetzt was raushauen. Ich kann es nicht anders als eine ehrliche Haut zu sein. Also cool. Das finde ich auch wieder spannend, weil zum Beispiel bei diesem Persönlichkeitstest, wir haben einen gemacht, der in der Insights MDI Akademie ist. Und
da wird dir dann gezeigt, du hast meistens du hast immer einen Basisstil und einen adaptiven Stil oder adaptierten Stil. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Und der Basisstil ist so, wie du bist. Und der adaptierte Stil ist so, wie du bist, wenn andere Menschen um dich herum sind. Wo man ja immer so ein bisschen eine Maske aufhat oder eine Rolle schlüpft. Ja. Und was ich ganz cool fand, ist, dass es bei mir kaum Abweichungen gibt. Also, du kannst es, glaube ich, gerade besser bewerten, weil wir haben uns online kennengelernt. Hast du das Gefühl, ist es jetzt gerade anders oder ist es so, wie es online ist? Also ich kann wirklich nur sagen, dass du auf jeden Fall, finde ich, mit am authentischsten rüberkommst von den Gästen, die ich bisher so interviewt habe. Da sind schon mittlerweile über 50. Ne, tatsächlich, weil ich hatte letztens sogar noch, meine Mutter mag es mir verzeihen, aber auch die hatte ich ja dann mal vor einem halben Jahr interviewt, einfach über ihren damaligen Beruf. Was hat die gemacht? Zimmermädchen im Hotel. Okay. So, und ist aber schon lange her, 20 Jahre, die hat von damals quasi... Bestimmt krasse Geschichten. Ja, übelst. Ach klar, wie die damals Zimmermädchen gemacht haben, ach hör auf, ey, heute ohne Aufzüge oder so ein Scheiß, da musst du die ganze Wäsche da alles doch per Hand runtertragen, 2 Etagen und hast nicht gesehen. Aber ich weiß nicht mehr, wie wir drauf kamen, aber auf jeden Fall war die Thematik, weil ich nämlich gefragt wurde, wer war irgendwie so authentisch in den Interviews, was merkst du den Leuten an oder so, sind die aufgeregt? Viele sind halt auch aufgeregt. Ja? Und ja. Ja, okay, ich hatte vor kurzem auch eine Produktion. Also die lassen sie nicht unbedingt anmerken, aber dann, sobald ich dann halt sag, Kamera geht jetzt an, dann merkst du das halt schon. Ja, bei mir hat letztens jemand geweint in der Produktion. Echt? Das war gar nicht irgendwie beabsichtigt. Ich glaube, die Person wurde zu dem Dreh gezwungen vom Arbeitgeber und sie wurde mir einfach nur dann geschickt, die Person. Ja. Und dann habe ich eine Frage gestellt, wir haben noch nicht mal gedreht. Und dann habe ich schon gemerkt, oh, die weint gleich. Dann ist er aufgestanden und sagt, ich muss kurz auf Toilette. Okay, crazy. Und ich so, du, gar kein Problem. Und dann ist auch wieder, wie gehst du damit um? Aber Entschuldigung, ich wollte dich nicht mehr... Nee, aber ich habe auch ein konkretes Beispiel, weil sie dann natürlich auch gefragt hat, woran merkst du das? Ist ja... Zum Beispiel, wenn wir jetzt so ganz geschillt sprechen, dann so, ja, hi, ich bin der Sven und dann geht direkt die Stimme hoch. So, das ist so einer der Indikatoren, ne? Ja. Oder keine Ahnung, ich sitze einfach gerne einfach so, dann gechillt und dann sage ich, Kamera geht an und dann, ne, also, ja, deswegen ist jetzt auch nicht schlimm, aber dann habe ich halt den einen oder anderen halt auch schon offen Feedback gegeben, so ist ja vollkommen verständlich, so, ne, die meisten kennen jetzt nicht so wie wir machen regelmäßig irgendwie Podcasts oder so und, ja, aber war dann halt einfach mein ehrliches Feedback, wo ich gesagt habe, ist doch vollkommen okay, aber ich glaube, wenn ihr jetzt dann alle 3 Tage im Interview sitzen würdest, dann wäre es jetzt auch so, wie wir jetzt halt einfach quatschen. Ja. Na, aber ja, wie dem auch sei, Teil 1 ist damit zu Ende, meine Lieben. Wie gesagt, die Links zum Jan findet ihr so wie immer von den Gästen ganz oben in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns dann in den nächsten Tagen wieder in Teil 2. Und demnach verabschieden wir uns mal kurz. Ciao, ciao. Bis bald.